Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich einen super einfachen Mandelkuchen backe. Zunächst einmal heize ich den Backofen auf 180 Grad Celsius vor. Den Boden meiner Springform kleide ich mit Backpapier aus, eingefettet zu werden braucht es nicht. Für ein besseres Backergebnis umwickele ich die Springform mit einem Streifen gefalteter Aluminiumfolie, welche ich an der Schließe der Springform eingeklemmt habe, um den Rand der Springform binde und mit einer Aktenklammer befestige. Die Zutaten stehen abgewogen bereit. Die Butter lasse ich in der Mikrowelle so gerade eben schmelzen und stelle auch sie bereit. In eine Rührschüssel habe ich 2 Eier gegeben, dazu kommt der Zucker und beides wird aufgeschlagen, bis eine weißliche, cremige Masse entsteht. Nun gebe ich die geschmolzene Butter dazu, sowie die Mandeln, das Hafermehl und einen Esslöffel Rum. Wer möchte, kann auch noch ein paar Tropfen Bittermandelöl dazugeben, dann bekommt der Kuchen einen dezenten Geschmack nach Marzipan. Alles wird untergerührt, was ungefähr 30 bis 45 Sekunden dauert. Dabei wird die Butter abgekühlt und wird wieder etwas fester. Teigspritzer werden wieder in den Teig zurückbefördert, denn alles muss ja seine Ordnung haben. Und nun kann der Teig in die vorbereitete Springform gegeben werden. Er wird ein bisschen verteilt und kann durch Rütteln und ruckartiges Absetzen, wie gezeigt, gut genug verteilt werden. Der Teig ist so schnell fertig, dass der Backofen so gerade eben heiß genug ist und jetzt kann gebacken werden. 30 bis 35 Minuten muss das gute Stück im Ofen bleiben. In dieser Zeit gebe ich in eine kleine Schüssel 3 Esslöffel Puderzucker und einen Esslöffel Rum. Wer keinen Rum nehmen will, kann oder darf, nimmt einfach Wasser. Alles wird verrührt. Die Backzeit ist fast um, die Küche duftet wunderbar nach Kuchen und es ist höchste Zeit danach zu schauen. Da der Rand der Springform nicht eingefettet wurde, muss der Kuchen mit einem Messer vorsichtig gelöst werden, bevor man die Form öffnen kann. Der Kuchen wird auf einen Kuchendraht gegeben und nun kann der Zuckerguss zunächst auf die heiße Oberfläche gegeben und verteilt werden. Anschließend kann man mit der Rückseite des Löffels auch noch den Rand damit einreiben, was allerdings ein klein wenig Geduld erfordert. Der Guss sollte immer auf den noch möglichst heißen Kuchen gegeben werden, damit dessen Hitze das Trocknen des Zuckergusses ermöglicht. Das Papier kann man wie gezeigt entfernen. Das ist das gute Stück. Da so gut wie kein Mehl verwendet wurde, ist der Kuchen unheimlich saftig und das wird sich auch in den nächsten Tagen nicht ändern, womit ich sagen will, dass man den Kuchen auch unbeschadet ein paar Tage in der Küche stehen lassen kann, so er das überlebt. Am besten ihr probiert ihn einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und wie immer, guten Appetit!